Wir schauen uns heute den Kit Vaya 1 von Cruiser an. Den Hänger hier hinten hatte ich jetzt ein halbes Jahr im Einsatz, vor allem am Gravelbike dran. Wir schauen uns an, was für den Hänger spricht, was gegen den Hänger spricht, warum wir uns für den Kit Vaya 1 entschieden haben und natürlich wollen wir uns auch euren Fragen widmen, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt. Viel Spaß mit dem Video! Zuallererst herzlichen Glückwunsch, wenn du dich jetzt für Hänger anfängst zu interessieren, dann scheint in deinem Leben gerade sehr viel los zu sein und auch wir haben weit vor der Geburt unseres Kindes angefangen zu recherchieren, welchen Hänger oder auch welche Art der Mobilität wir für unseren Nachwuchs am besten bevorzugen. Wir haben jetzt mittlerweile relativ viel ausprobiert und warum wir mit dem Hänger hier glücklich geworden sind und was wir vielleicht an dem Hänger vermissen, schauen wir uns mal anhand folgender 4 Kriterien an. Kriterium Nummer 1 war für uns Sicherheit. Und aus einem Sicherheitsaspekt macht der Kit Vaya 1 wirklich eine durchdachte und vor allem gute Figur. Wir haben hier viele verschiedene kleine Features, die insgesamt den Eltern ein sehr sicheres Gefühl geben, wenn sie mit dem Kit Vaya 1 unterwegs sind. Für uns war ausschlaggebend neben der guten Sichtbarkeit vor allem Sicherheit in der Fahrgastzelle von unserem Nachwuchs. Wir hatten zwar Gott sei Dank noch keinen fiesen Sturz, aber wenn es mal zum Sturz kommt, ist da drin ein 5-Punkte-Gurt, der einerseits sehr einfach anzubringen ist und sehr einfach wieder auszulösen ist. Der hält das Kind, auch wenn es schläft, sehr gut im Sitz drin selbst. Und wir haben außen einen Aluminiumbügel, der diese ganze Fahrgastzelle fast wie so eine Rallye-Kabine in einem Auto auch vor Überschlägen ganz gut schützt. Das Ganze ist dann aber noch relativ leicht, was insgesamt dann auch auf den Fahrkomfort einzahlt und das Kind wird außerdem auch sehr gut gesehen. Und zum Gesehenwerden gehört neben dem mitgelieferten Wimpel, der im Stadtverkehr echt sauwichtig ist, noch diese Lampen da oben, die man am Griff ein- und ausschalten kann. Da ist ein Lichtsensor mit drin, die können geladen werden per USB-B-Kabel. Die zeigen eben mit einem weißen Licht nach vorne, mit einem roten Licht nach hinten und sind alle auch mal ganz wichtig, wenn man vielleicht doch überraschend in die Dämmerung kommt. Und deswegen sind auch überall Reflektorstreifen an dem Vaya dran, an den Seiten, an den Reifen an der Seite. Vorne sind auch weiße Reflektoren, hinten sind rote Reflektoren. Diese Stoßdämpfer hier vorne haben übrigens noch einen sehr guten weiteren Effekt. Die sind nämlich deutlich öfters im Einsatz, als man denkt. Zum Beispiel, wenn man den Hänger auf der Seite lagert, was wir sehr oft machen, deswegen ist der auch so wunderbar zerkratzt. Oder wenn man die Breite unterschätzt, dann wird der anhand der Form des Stoßdämpfers schön an dem Hindernis vorbeigeführt, ohne dass es den Hänger komplett ausbremst, wenn er mit dem Reifen alleine gegen zum Beispiel einen Poller oder so fahren würde. Unter dem Thema Komfort wäre auch noch zu erwähnen, dass die riesengroßen Scheiben an den Seiten UPV 80 haben. Das heißt, da kommt relativ wenig Sonne durch. Das bewahrt vor Sonnenbrand. Bei gutem Wetter rollen wir das Regenverdeck zumindest immer hoch. Dann ist da noch so ein Fliegengitter. Das schützt dann nicht mehr vor der Sonne, aber vor großen Steinen, die umherfliegen und vor Fliegen natürlich. Und belüftet das Ganze auch nochmal gut. Luft kommt auch von unten rein bzw. raus. Da sollte dann so ein Durchstrom an Luft durchfließen. Allerdings kommt bei uns jetzt auch der Kleine nicht ganz so stark ins Schwitzen. Und ich glaube, das könnte was damit zu tun haben, dass hier Climatex-Materialien am Sitz verwendet werden. Die werden im Sommer nicht so schnell warm, beziehungsweise führen die Wärme besser ab und im Winter wärmen sie insgesamt dann auch unseren Nachwuchs und euer Nachwuchs wahrscheinlich genauso. Fanden wir jetzt, also ich weiß es ja nicht, aber wir haben vom Feedback her nichts Negatives gehört und wir hatten ihn oft auch bei Temperaturen um die 10 Grad im Winter und auch mal bei 5 Grad im Einsatz und jetzt im Sommer sind wir dann schon auch bei höheren Temperaturen unterwegs und da wird dann auch nicht drin geschwitzt. Wichtig ist, glaube ich, aber hier auch, dass man das Sonnenverdeck noch nachrüstet, damit die direkte Sonneneinstrahlung rausgelassen wird. Ein Punkt, der euch natürlich auch ganz oft interessiert hat, war das ganze Thema Fahrgefühl. Das Anfahren ist erstmal gewöhnungsbedürftig, weil diese 30 Kilo erstmal beschleunigt werden müssen. Das geht ein bisschen ruckartiger. Je runder dein Tritt ist und je mehr kleine Gänge du hast, desto leichter geht es auch. Das lernt man relativ schnell. Die Reisegeschwindigkeit zu halten ist allerdings deutlich einfacher, als ich es zum Beispiel vermutet hätte.
Die 20 Zoll Reifen rollen wirklich gut, die Lager sind gut. Wenn es jetzt leicht bergauf geht, dann zieht es auf Dauer schon Körner. Wenn es bergab geht, lässt sich das Ganze aber auch noch durch die Scheibenbremsen an meinem Gravelbike super gut kontrollieren. Da hatte ich jetzt keine überaus großen Scheiben, 160 mm vorne, 140 mm hinten. Das hat vollkommen gereicht, um auch bei steilen Bergen den Hänger zu bremsen. Ich glaube, da ist halt nur wichtig, dass man sich nicht übernimmt, vorausschauend fährt, aber das versteht sich von selbst, denn ihr transportiert wahrscheinlich das Wertvollste, was ihr besitzt. Hier kommt dann noch dazu, dass man eben diese Breite am Anfang nicht gewöhnt ist. Breite von 72 cm habe ich mir immer so vorgestellt. Das sind links und rechts bei einem 44 cm breiten Lenker nochmal so ungefähr 10, 15 cm. Und das war ungefähr so die Außenseite meiner Schuhe. Und das hat mir beim Fahren am Anfang sehr geholfen, um einzuschätzen, wo komme ich durch, wo muss ich vielleicht eine Kurve fahren, welche Pfütze ist vielleicht zu breit, welches Pfützenloch kann ich vielleicht umfahren. Und da kommt man aber auch dann wiederum sehr schnell rein. Wir haben den Hänger sowohl auf Teer als auch auf Schotter ab und an gefahren. Auf Schotter ist natürlich der Rollwiderstand deutlich höher. Da sind jetzt auch die Reifen nicht optimiert dafür. Also wenn man ausschließlich auf Schotter damit fahren möchte, macht es vielleicht Sinn, dann einen etwas breiteren, ein bisschen grobstolligeren Reifen zu nutzen, der dann vielleicht auch ein bisschen niedrigeren Druck hat, damit man ja noch mehr Komfort rausholt. Für Teer und gut geschotterte Wege fand ich aber diese Airpad-Federung von Cruiser vollkommen ausreichend und ich glaube auch, ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht drin, aber ich glaube auch, dass es für eure Kinder und für unser Kind sau cool ist, da drin zu liegen, weil diese Airpad-Federung wirklich mega gut dämpft. Das ist so eine Schaumstoffdämpfung, die weder eingestellt werden muss und auch ja, jetzt nicht mega kompliziert verarbeitet ist und die funktioniert immer bei jedem Wetter und muss auch nicht nachjustiert werden. Das ist für eine Federung nicht selbstverständlich. Was für mich vor dem Hängerfahren ein großes Fragezeichen war, ist, kippt er mal auf eine Seite, fährt man damit auf einem Rad um die Kurve, muss man da balancieren und das war in bei keiner Tour wirklich so der Fall. Auch bei Bergabfahrten, bei engen Kurven ist der Hänger spurtreu hinter dem Rad hergefahren und ich glaube, das macht eben die Erfahrung von Cruiser mit jahrzehntelangen Hängerbau aus. Die wissen ganz genau, wie breit muss ich die Achse bauen, damit die auch einigermaßen ausbalanciert ist. Und das Kind bringt auch nochmal sehr viel zentriertes Eigengewicht mit, was den Hänger insgesamt sehr gut stabilisiert. Und man muss sich da als Elternteil auch überhaupt keine Gedanken machen, dass einem der Hänger hinten unkontrollierbar umherflattert. Der nächste Aspekt, unter dem wir uns auch für den Cruiser entschieden haben, war das Thema Vielseitigkeit. Können wir den Hänger auch für andere Sachen nutzen? Der ist in der Anschaffung relativ teuer. In dem Bundle, das wir jetzt hatten, 1.150 € mit relativ viel Zubehör noch. Wenn wir unterwegs sind, haben wir aber immer dieses 6 Zoll Vollgummirad dabei. Da kann man die Deichsel ausbauen, steckt das hier unten rein und dann hast du auch unterwegs einfach deinen Kinderwagen dabei. Der ist mega wendig. Man kann das Ganze auch noch zusätzlich als Jogger nutzen. Machst du auch die Deichsel raus und links und rechts kommen dann so Art Deichseln rein und dann hast du vorne nochmal einen 16 Zoll Reifen und das könntest du dann als Jogger zum Spazieren oder für Waldwege nutzen. Zum Joggen selbst ist es für Cruiser nicht freigegeben. Hat für uns jetzt aber auch keine Rolle gespielt, keiner von uns joggt. Dieses Click-and-Cruise-System, also dass man alles mit einem Klick umbauen kann, funktioniert in einem Cruiser mega gut. Da sind wir echt begeistert gewesen. Wovon wir aber noch begeisterter waren, war der große Kofferraum mit 43 Liter, passt da wirklich fast einen Wocheneinkauf rein und man kriegt zusätzlich während so einer Tour halt alles für das Kind und für einen selber auch noch mit rein. Wie bereits angesprochen, haben wir den Cruiser noch so ein bisschen auf unsere Bedürfnisse angepasst. Am Anfang hatten wir den Babysitz drin. Generell kann man sagen, würde ich jetzt hier auf gar keinen Fall eine Empfehlung persönlich aussprechen, ab wann ihr euer Kind mit dem Hänger transportiert. Es gibt einen guten Blogartikel von Cruiser selbst, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Am besten, und so haben wir es auch gemacht, klärt ihr das Ganze nochmal mit dem Kinderarzt ab, aber das soll jedem individuell frei überlassen sein. Der Hänger ist theoretisch freigegeben ab dem 1. Lebensmonat. Wir hatten es ab dem 6. Monat oder 5. Monat dann im Einsatz und haben aber ganz, ganz gemächlich mit dem Babysitz, das ist so eine Art Hängematte, die eingehängt wird und wo der Kleine dann auch nochmal oder die Kleine dann auch nochmal schön drin hängt, was zusätzlich nochmal mehr Komfort schafft. Sobald das Baby selbstständig sitzen kann, wird empfohlen, dass man es dann auf den ganz normalen 5-Punkt-Gurt schnallt
Und mit diesem 5-Punkt-Gurt kann man zusätzlich dann auch noch zum Beispiel, das haben wir jetzt gemacht, so einen Sitz dazu rüsten. Dann ist das Baby einfach noch mal ein bisschen gesicherter. Ich verlinke euch die ganze Liste mal unten in der Videobeschreibung. Was bei dem Kauf nicht dabei ist, ist eine Steckachse. Es wird zwar so ein Adapter für die Achse mitgeliefert, wir haben uns aber dagegen entschieden, das an unsere Fahrräder so dran zu machen. Wir haben eine Steckachse für jedes einzelne Fahrrad gekauft. Mittlerweile haben wir 8 verschiedene Steckachsen hier. Das ist gar nicht so einfach, die richtige Steckachse für jedes Hinterrad zu finden. Und wir kommen jetzt auch gleich dazu, welches Fahrrad sich dafür eignet. Für uns war eine Steckachse einfach ein bisschen sicherer, weil es den Druck einfach von dem Hänger auf das Fahrrad und vor allem auf den Hinterbau ein bisschen gleichmäßiger verteilt und auch die Andock-Station einfach ein bisschen stabiler aussieht, gerade wenn man übers Gelände fährt. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Diese Steckachse kriegst du in sehr vielen verschiedenen Ausführungen von Cruiser. Da gibt es sogar eine Schablone auf der Cruiser-Webseite, wo man die Steckachse von seinem Fahrrad abmessen kann und dann die jeweilige Steckachse bestellen kann. Oder man geht zum Fachhandel, das haben wir gemacht, um dann für jedes Fahrrad die wirklich 100% richtige Steckachse zu haben, damit der Hänger einerseits passt, damit du der andererseits aber auch nicht das Gewinde zerschrottest von deinem Fahrrad. Die Steckachsen kosten so zwischen 60 und 80 Euro und können aber auch dann in dem Rad weiter benutzt werden, wenn du den Hänger gerade nicht fährst. Das fand ich ziemlich praktisch. 2 Dinge haben uns nicht so gut gefallen. Zum einen ist es ziemlich hakelig, den Hänger wieder von der Deichsel abzumachen. Das Hinmachen war am Anfang auch nicht ganz so smooth, hat sich dann aber nach 10, 12 Mal doch deutlich eingeschliffen. Das Abmachen ist aber immer noch ziemlich hakelig. Und die zweite Sache war, dass der Knopf oben, also der zweite Knopf von der Dachplane quasi, sich nicht schließen lässt. Da müsste man unten wahrscheinlich die Plane nochmal zurechtzurren. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Aber das ist was jetzt bei unserem Cruiser aufgefallen ist. Was bei uns allerdings nicht aufgefallen ist, dass die Feststellbremse nicht funktioniert. Die funktioniert bei uns eigentlich ziemlich gut. Wie haben wir den Hänger jetzt verwendet und was war unsere Erwartung und was würde ich nach einem halben Jahr sagen, wie wir ihn weiter verwenden? Wir haben einen Kindersitz mittlerweile und den nutzen wir vor allem für kürzere Strecken und für alles, was sportlich ist und was ein bisschen weiter ist und was auch zum See geht oder was zum Baden, was einfach ein bisschen Ausflugscharakter hat. Da nehmen wir gerne den Anhänger und fahren damit auch wirklich schöne Familientouren in einem gemäßigten Tempo. Und das war für uns einfach von Anfang an eine sehr große Steigerung der Lebensqualität, weil wir zu dritt alle wieder zusammen Sport machen konnten und alle auf ihre Kosten gekommen sind. In unserer Familie ist es jetzt so, dass wir mit dem Hänger ungefähr alle gleich schnell unterwegs sind und wir haben zu dritt einfach eine mega gute Zeit. So war es gedacht und so werden wir es auch weiterhin machen. In der Stadt selbst bin ich jetzt in München direkt relativ ungern mit dem Hänger unterwegs. Grund dafür relativ enge Straßen, relativ enge Fahrradwege, unübersichtliche Verkehrssituationen und relativ viel los einfach in der Stadt. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden und für uns ist es der Fahrradsitz im Moment, aber ich glaube, auf lange Sicht wird es wahrscheinlich auch das Thema Lastenrad. Kommen wir zu euren Fragen. Und eine der Fragen, die mich wirklich am häufigsten erreicht hat, kann ich im Carbonrahmen den Hänger ziehen? Also wenn man Rad einen Carbonrahmen hat, dann ist es meistens nicht, in den allermeisten Fällen, nicht zum Ziehen von einem Hänger freigegeben. Das hat einerseits den Grund, dass dieser Test zum Ziehen vom Hänger relativ teuer ist und bei sportlichen Rädern ganz selten eigentlich auch so der Einsatzzweck ist und deswegen von vielen Herstellern nicht gemacht wird. Und der andere Grund ist, sollte man diesen Test machen, sollte man ihn freigeben und es passiert doch was, bist du eben nur in riesigen Schwierigkeiten, wenn dann doch mal was schief geht. Und so ganz sicher ist man sich bei Carbon eben dann doch nicht. Und ich hatte da im Laufe der Zeit mit relativ vielen Produktmanagern dazu auch gesprochen, von vielen renommierten großen Firmen. Die haben mir dann zwar gesagt, sie nutzen die Carbonrahmen zwar auch selber, um die Hänger zu ziehen, würden aber nie eine offizielle Empfehlung aussprechen. Ich habe es mit ein paar Carbonrahmen probiert. Man merkt schon, dass der Hinterbau ein bisschen mehr flext, dass der ein bisschen mehr arbeitet, gerade auch beim Bremsen, beim abrupten Bremsen bergab, als jetzt der Alurahmen. Und für mich war dann irgendwann auch nochmal wichtig, der Alurahmen, den ich jetzt hier habe, das ist ein absolutes Gebrauchsrad. Und auch wieder hier der Sicherheitsaspekt war für mich dann irgendwann ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, ich fahre nur noch mit dem Alurahmen, mit dem Hänger rum. Nächste Frage. Wie viel mehr Watt müssen die Beine hergeben mit Hänger? Ja, das ist sehr schwer zu schätzen. Ich habe jetzt keine Wattmesspedale. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schmal oder dick dein Kind ist.
Ich würde jetzt schätzen, am Anfang sind es vielleicht so 35, bei uns jetzt mittlerweile so 50 Watt, die ich da so mehr reinstrampel. Aber auch hier würde ich jetzt den Appell an eure Vernunft richten, man muss das nicht übertreiben. Das ist immer noch es soll ein Familienausflug bleiben und es gibt auf Strava auch keine extra Kudos, wenn man mit Hänger fährt. Alles schon probiert. Das ist eine sehr gute Frage. Wie stellst du dein Fahrrad ab, um dein Kind rauszuholen? Fahrradständer für die Kurbel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrrad hätte, was einen Fahrradständer hätte, würde ich es auf einen Fahrradständer mit so 2 Ständern abstellen. Das wäre ein bisschen sicherer. Ein Ständer weiß ich nicht, ob der halten würde. Und bei mir ist es jetzt so, da ist kein Ständer an dem Gravelrad dran. Deswegen lege ich das Rad auf die linke Seite, da wo das Schaltwerk nicht ist. Und dann kann der Hänger problemlos auch einfach abgestellt werden. Ist auch einer der Gründe, warum man vielleicht mit einem bisschen billigeren Rad das Ganze machen soll und nicht mit dem allerteuersten Carbonrenner. Der Wendekreis, gute Frage. Also nach links haben wir einen Wendekreis von 90 Grad, das ist schon sehr viel. Nach rechts haben wir deutlich weniger, nach rechts können wir ungefähr so 75, ja 60 Grad einlenken. Das ist während der Fahrt überhaupt kein Problem, also du stößt nie mit dem Hinterrad an die Deichsel, beziehungsweise kommst in den Raum rein, wo du den Hänger hinterher schleifst, weil du den Wendekreis komplett ausgenutzt hast. Einige Fragen auch zu den Steckachsen. Die Steckachsen-Thematik ist an sich schon mega kompliziert. Es gibt 400 verschiedene Standards gefühlt und das kann schwierig sein, als Laie zu durchschauen. Da wäre mein Vorschlag, wenn du kein absoluter Steckachsenprofi bist, lass dich da im Fachhandel am besten beraten. Die Schablone von Cruiser ist zwar gut, aber auch ich habe damit echt Fehler gemacht und ich habe mich in 3 Läden beraten lassen. Zweimal habe ich die falsche Steckachse empfohlen bekommen und im 3., das war wirklich ein sehr, sehr guter Fachhändler, Fidelio in München, kann man voll empfehlen. Der hat mir dann die richtigen Steckachsen für die Räder dann auch empfohlen. Aber mit der richtigen Steckachse funktioniert das wunderbar. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Rumfahren, wenn es auch für dich ein Hänger werden soll oder wie auch immer ihr oder du deine kleine Familie transportieren willst. Wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn dich mehr Videos zum ganzen Thema Fahrradfahren oder Graveln interessieren, dann gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.